Wir befinden uns in einer Biosphäre, sind aus einem, weiß nicht was, erwacht, Traum, Albtraum, sowas in die Richtung. Wir erinnern uns an nichts mehr. Wir sind mitten in einem Regenwald-Biom. Wir haben festgestellt, es gibt 4 Biome. Wir haben festgestellt, sie wollten hier was züchten. Sie haben festgestellt, irgendeiner von den Biomen ist komplett gestorben. Warum auch immer. Und wir wollen jetzt hier schauen, wie wir weiterkommen. Wie wir sehen, Reserve voll, POD, das ist diese Kapsel hier ist da. So, jetzt fahren wir mal rum. Passwort Landlady. Landlady? Okay. Please enter password. Please enter password. Please enter password. Ich muss hier ein Passwort eingeben. Ich weiß ja das Passwort nicht. Ah. Hier kann ich gar nicht hin, hier gibt es keinen Strom. Please enter password. Okay. Vielleicht muss ich Biosys. Not Password accepted. not accepted. Please enter password. Puh. Biosphäre. Nein, ist zu lang. Central. Password not accepted. Okay. Irgendwo muss es ein Passwort geben zu dieser Kommandozentrale. Steht der da drauf vielleicht? Ich meine, das erste Mal war es relativ einfach. Da war... Das war markiert hier auf dieser Karte. Sam Devlin, Russell, Biosphäre 4. Ist hier irgendwo ein Passwort drauf? Sam Devlin, Subsea Technologies. Biosphäre. Okay, vielleicht steht es im Computer. Transport. Hier unten friert er immer, weil es so kalt ist. Wie schaut's aus? Der Savannending, dem geht schlecht. Was ist hier los? Ich möchte nicht, dass diese Biome sterben. Der verliert so schnell an, was auch immer das ist. So, was haben wir denn? Wo ist das Problem? Na, daran liegt's nicht. Vielleicht stimmt was mit der Erde dort nicht. Soil Temperature. Oh, es ist very, very dry. Es ist sehr, sehr trocken. Dann lassen wir es mal regnen dort. Ich hoffe, ich mache keinen Pfusch hier, aber ich schalte jetzt mal den Regen an. Subsoil Tanks. Ich habe es mal regnen lassen. Und zwar lasse ich es 1 Stunde am Tag regnen. Ich hoffe, das bringt irgendwas. Es war nämlich sehr, sehr wenig Luftfeuchtigkeit da. Was ist mit dem hier? Ach, dem geht's ganz gut, finde ich. Oh, das ist schlecht. Was ist das? Ocean 2. Okay. Ich muss das Ding jetzt einschalten. Okay. Wir sollen mal Perlen machen. Es ist zu wenig Luft im Wasser. Zu wenig Sauerstoff. Ich weiß gar nicht, was ich hier tue oder warum ich das mache, aber ich habe das Gefühl, ich muss diese Dinge hier am Leben erhalten. Weil sonst geht es mir auch bald an den Kragen, glaube ich. So, was haben wir noch? Wie schaut es denn aus mit der Temperatur hier? Auch ganz gut. Und hier? Oh, ziemlich heiß. Aber jetzt regnet es dann eh bald, soll es wieder besser gehen. Das kann ich hier nicht beeinflussen. Gut, den Ozean werde ich jetzt auch heilen. Was ist hier mit CO2 los? Das passt alles. Hier brauchen wir eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist klar, wir simulieren hier einen Dschungel, ne? Im Dschungel ist immer sehr, sehr feucht.
So, Pressure, Luftdruck, das passt alles. Ja, hier ist kalt. Gibt's hier keine Heizung? Sag mal, gibt's hier keine Heizung? Keine Ahnung. So, wir speichern mal kurz. Ich möchte nicht, dass... Y. So, wie komme ich jetzt weiter? Wo ist jetzt das Passwort? In den Mails. Okay. Devlin. Biosys. 4. Biosphäre. So, was können wir jetzt machen? Internal wind and the circulation of the air essential to plant health and pollution species. A daily wind prevents air from becoming stagnant and provides the necessary turbulence. Okay. Was sagt er? Hier. Ich muss jeden Tag mal ein bisschen den Wind hier einschalten. Circulation Fans. Die sind nicht an. Ich habe das Gefühl, hier ist generell nicht viel an. Ach, die ganze Anlage ist eigentlich hier ausgeschaltet. Die funktioniert gar nicht wirklich. Kann das sein? The premise and the dry dormant savanna receives its first activation rain. Initially the biome Grad, okay, Air Temperature, CO2. Fidelity sink. It becomes possible to use the savanna as a CO2 sink biome where CO2 is absorbed. Okay, wenn ich immer irgendwann CO2 erst wie kalt ist er denn schon wieder? Der nervt ein bisschen. Zitter. Ich muss sagen, ich brauche das Passwort. Speicher nochmal. Wo steht dieses Passwort? POD Docking Boy. Vielleicht steht es irgendwie auf dem Computer drauf und ich sehe es nicht. Nein. Also Mail kann ich aber nicht sehen. Was habe ich hier? Air, Power. Power ist gut. Generiere Strom. Mount Chimborazo, Ecuador. Vielleicht bedeutet das hier irgendwas. Sam Devlin, Subsea Bubbles. The Daily Sphere. So the subject were Devlin above. Ever since abrupt turning community, Alan Russell has been working in the realization of greatest dream, Biosphäre 4. Biosphäre 4. Vielleicht muss ich Biosphäre 4 eingeben als E-Mail-Passwort. Biosphäre 4. Biosphäre. Devlin. Sam. Kurt. Wie könnte hier das Passwort sein? Was sagt er denn? Develop new types of vegetation, bioengineered synthetic hybrids. Bioengineered synthetic hybrids. B-E-S-H. Vielleicht ist B-E-S-H das Passwort. B-E-S-H. No. Ja, mir ist auch kalt. Air chamber used to pump air around Biosphäre. Pollution. Ja, ist alles super hier. Außer dass es extrem kalt ist. Und warum ist das nicht eingeschaltet? Das ist doch so ein riesen Heizkörper da. Ich kann nicht anders durch. Ich gehe mal kurz raus wieder, damit ihm nicht mehr so kalt ist. Aber ich werde jetzt nochmal die Akte durchlesen. Irgendwas
Irgendwas entgeht mir her. Ich habe ja auch gar nichts übersehen, glaube ich, am Boden, oder? Was sagt er? The river is flowing too fast to cross. Der Fluss fließt zu schnell, als dass man hier durch könnte. Ja, ich befinde mich in einem guten Zustand. Vielleicht muss ich das Wasser abschalten vom Computer aus. Ja, aber das zerstört ja hier alles. Und dann kann ich da durch. Wenn das Wasser nicht mehr fließt. Wo führt mich das hin? The path is blocked by undergrowth. Das ist ja alles verwachsen, da kann ich nicht hin. Okay. Ich kann auch nicht hin. The river is flowing too fast to cross. Oh, ich bin zu schwach. Dann schlafen wir alle. Habt ihr das verstanden, was ihr gesagt habt? Ich habe nichts verstanden. Vielleicht kann ich auch die Lufttemperatur einstellen. Per Hand. Grad Celsius ist hier. Ohne dass ihm heiß ist. Wachsen die Pflanzen schnell nach? Nein. Naja. Also ich kann... Das Passwort zum Beispiel hier ist Landlady. Ich meine, das ist schon irgendwas, ne? Some is designated for greatness within the corridors of subdech. Russell 1 only assumes he's happy to be locked away by himself permanently. Else, we welcome John Allen. It was subdech officer which recruited Alan Russell with two of his closest colleagues, John Allen and Sam Devlin. John Allen to help for Russell and Dylan left very noisily, Sam Devlin quietly stayed. John Allen's best is the project, but all of these subdech. Ich habe jetzt kein Passwort gesehen. Vielleicht habt ihr gesehen, dass er schon dazu gekriegt. Mensch, warum sieht das nicht? Ja, ich sehe es nicht. Und zwar wieder mal heiß, das ist gut, dann können wir ein bisschen eine Zeit lang hier bleiben. Schauen wir nochmal rein, es muss doch irgendwas sein, es muss irgendwo ein Computer drin stehen. Startup Log, System Data, Vibration Analysis. So, wo könnte mein Passwort sein? Bio Notes. Photosynthesis. Photosynthesis is the process by which vegetation utilizes carbon dioxide, CO2, during daylight to manufacture carbohydrates food. Vielleicht ist Photosynthesis Passwort für dieses Synth-Experiment. Photosynthesis? No. Ich habe es auch falsch geschrieben, ist aber mit PH. Ich habe nicht die englische Tastatur in diesem Photosynthesis. Nein. Vielleicht ist das Passwort für die E-Mail-Photosynthese. Photosynthesis. Sicher nicht? Photosynthesis. Nein. Photosynthesis. Mit I hinten.
glaube, das schneide ich raus. Nein, schneide ich nicht. Nein. Photosynthese ist das Passwort auch nicht. Photosynthesis. Habe ich hier richtig geschrieben, oder? Photosynthesis is the process by each vegetation utilizes carbon dioxide. Ja, die Photosynthese. Ich weiß, was eine Photosynthese ist. Warum? Ich habe das Gefühl, das ist über das Passwort. Photosynthesis. Nein. Vielleicht ist das Passwort für diese Maschine hier. So, Command Center. Please enter password. Kann gar nicht so ein langes Passwort eingeben. Schauen wir uns nochmal. Da muss irgendwo ein Passwort stehen. Irgendwas hat der jetzt hier als Passwort verwendet. Entweder für seinen E-Mail-Account. Wahrscheinlich steht dann da drin irgendein Passwort. Oxygen is produced as a result of photosynthesis. This production, ja. Also für alle, die nicht wissen, wie Sauerstoff entsteht, das ist ein Produkt aus der Photosynthese. Das ist hier lang erklärt. Und zwar wird hier CO2 wird dann durch die Photosynthese der Pflanzen zu Sauerstoff. Ne? Die Pflanzen nutzen das CO2 zum Wachsen, die nehmen sich das C raus und verwenden dann den Sauerstoff, geben den Sauerstoff wieder ab. So. High, the smaller biospheric atmosphere means that there is a greater daily surge in CO2. Okay, Rainfall, vielleicht sind das Passwörter hier. Rainfall, Air Temperature. Nein, sind es nicht. Ocean, pH-Wert, Rainforest. Also ich habe weder dafür, noch dafür, noch dafür Passwörter. Wie geht's denn unseren Biomen? 84%. Der ist wieder auf 100. Bin mir nicht sicher, sinkt der, steigt der? Was ist mit dem da? Der nervt. Health, was ist mit dir? Was sagen die denn so an? CO2 passt, Humidity, Pollution. Was sagt denn der? Water Content. Ja, es regnet halt nicht so stark, ne? Ich habe sie eingeschaltet. Und zwar soll er das Wasser aus dem Kondensatortank, nein, aus den Reverse-Tanks nehmen. Haben wir nicht genug Wasser, ja? Utility Tank. Ich pumpe ein bisschen Wasser rein. Weiß nicht, ob das was gebracht hat. So, gut, wie kommen wir jetzt hier weiter? Was haben wir? Wir haben hier Biotope. Wir haben hier ein Transport System. Vielleicht steht es ja hier. Internal Activation, Destination Console, Remote Collapse and Controls at BOD Docking Bay, Computer Assist Recharge, Local Charge. Can be charged to maximum of 10 journeys, at any time. Haus. Vielleicht heißt das Passwort einfach Haus. Mir ist extrem kalt. Beweg dich jetzt, ich will da raus. So. Please enter password. Thank Haus. you. Ne, bitte. Ich sehe dort gestanden im Computer. Go. So, jetzt schauen wir mal, wo wir hinkommen. Und was uns dort erwartet. Ich spiele das Spiel übrigens gerade mitten in der Nacht. Ich weiß nicht, immer so, wenn ich da so diese viele Spiele, wo man unter der Erde herumrennt und es ist Nacht. Ein bisschen Panik. Okay. Die hier dürfte verbraucht sein. Hat er gleich weggeschmissen.
Ich stecke jetzt die Sicherung vom POD in den Lift, weil ich fahre mit dem POD gerade nicht rum. Left click to look more closely. Gibt's ja auch Wasser? Ist mir kalt? Mir ist kalt. So, jetzt schauen wir mal rauf. Was gibt's hier? Living. Ich speichere. Ich habe ein bisschen Panik. Nicht so schlimm, aber ich speichere. So, was ist hier? Living Area. Aha, Dosen. Corn Brief. Tu das zurück. Ich kann mit S und mit D kann ich Sachen aufheben. Was ist das? Wasser. Sehr gut, wir trinken Wasser direkt aus dem Wasserhahn. Was kocht denn da? Ist das eine Kaffeemaschine? Right click to return the main stand. Can't drink anymore. Achso, ich könnte Kaffee trinken. Da köchelt Kaffee vor sich hin. Gut, hier ist eine Küche und da kann ich was essen und... Habe ich auch noch genug gegessen? Ja, ich habe noch ein paar Früchte. Kann ich auch was kochen, ey? Was haben wir noch? Die Living Area. Schön. Was ist das? Videokassetten. Kann ich mal mitnehmen. Was ist das? Eine Akte. Mitnehmen. Was ist das? Noch eine Videokassette. Ich glaube, es ist fallen lassen. Nee, war mitnehmen, passt schon. Bevor wir uns jetzt die Videokassetten reinziehen, schauen wir uns mal noch um, was es da noch gibt. Oh, Alk. Nee, jetzt saufen wir uns nicht an. Bedroom. Schlafzimmer. Ich hoffe, ihr könnt alle Englisch oder halbwegs Englisch. Ich übersetze so viel ich kann. Silent Running. Was ist mit dem? Ein Feld von irgendwelchen Science-Fiction-Sachen. Was haben wir hier? Alarm. Alarm? Wie schwer wiegt das, was wir mit haben? Tu das wieder zurück. Soll ich mit einem Wecker machen? Video von Devlin Nummer 2. Eine Statue. Kloppt das zusammen. Das ist die schwere Statue. Ein bisschen. Tu sie zurück. Was haben wir noch? Schlaftabletten. Die nehmen wir mit. Das war glaube ich, das Foto von Biosphäre 2. Was wir verlassen haben. Ah. Ich glaube, wir sind... Also, wenn wir Alan Russell sind, dann sind wir nicht sehr nett. Okay, was haben wir noch? Oh, ein Inhalator. Habe ich etwa Asthma? Okay. Aha. Ich nehme den mit. Soll ich Asthma haben, wäre das wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Na bitte, jetzt sehen wir, wer wir sind. Wir sind Russell. Wir sind Alan Russell. Und voll alt. Was ist das? Vitamine. Mitnehmen. Bei der Ernährung, was ich hier pflege, gehe ich duschen. Wie geht sich jetzt echt duschen? Ach ja, es könnte sein, dass ich hier gewisse Dinge habe. Da steht das bei Symptome, glaube ich. Das ist gut. Oh, bitte alle wegschauen, ich war jetzt auf der Toilette. Ja, das klingt alles lustig, ich weiß noch nicht genau, was ich hier mache. So, was haben wir noch? Kann ich mich schlafen legen? Sleep. Schlafen wir mal im Bett, so wie sich das gehört.
She is weaving in sunlight from morning to noon and is constantly putting on airs. Was hat denn der für seltsame Träume? Und Hunger hat er jetzt. Dann essen wir mal was von dem, was wir noch haben. Wir essen eine von diesen Früchten. Hat nicht viel gebracht. 2. Wir essen die Früchte, weil sie sind angeblich schwer und das wollen wir jetzt nicht alles. Wir wollen mal kurz was testen. Nimm mal die Statue mit. Hau den Spiegel an. Der schaut so aus, als hätte man den einhauen können. Habe ich doch gewusst. So. The Landlady. The Landlady. Das ist cool. Seht ihr das? Das sind die Passwörter. Naja, fast alle. Zumindest für die Savanne. Und The Landlady war nämlich das Passwort beim Lift für Rainforest. Command Center ist Haus. Und Savannah ist Visitor. Also wenn ich jetzt in die Savanne fahren will, weiß ich das Passwort. Das Passwort heißt Visitor. At the very first step of the stair, she is wearing sunlight from morning to moon and is constantly putting on airs. The house she has built is as big as your eyes. The world and his wife have moved in. The double number again. Das ist aber ein sehr kompliziertes etwas. Beim Ozean hat es aufgehört. Hat es zerrissen. Wir nehmen das mit, der kann nicht so schwer sein, der Zettel. Okay, wir speichern. Wir haben jetzt zumindest schon mal das Passwort für die Savanne. Und jetzt schauen wir uns mal diese Videokassetten an. Ich möchte wissen, was da... Nein, gehen wir mal zuerst darauf. Was gibt es da oben noch? Was bist denn du für einer? Okay. Sind das so Maya-Statuen? Wow. Hässlich seid ihr. Wer ist das denn? Sam Devlin, der Linke, John Allen und ich. Ja, die haben ja zusammen anscheinend dieses Biosphäre 2 Projekt gemacht und die zwei da, der Linke und der Rechte, hat sich dann wieder vertschüsst. Oh, ich kann da rausschauen. Nett. Da ist der Ozean. Nett. Und links ist nichts. Links ist der kaputte Biom, glaube ich. Oder ist das der Regenwald? Weiß ich nicht. Hier da zurück. Okay. Was ist hier? Right click to turn. Okay, hier brauche ich einen Schlüssel. Hier ist zugesperrt. Jetzt hier ein bisschen fester. Und noch eine Videokassette. Was haben wir hier? Remember to get the machete from the beach. Ah. An irgendeinem Strand gibt es eine Machete. Gut. Im Regenwald waren da verschiedene Wege zugesperrt, weil sie zugewachsen sind. Da brauche ich sicher die Machete, um durchzukommen. E-Mail-Passwort. Na bitte, da ist E-Mail-Passwort. Cyberspheres. Cyberspheres ist das E-Mail-Passwort. Das werden wir uns merken. Need to perform a health check. Ja, machen wir auch mal. Kann man das hier aufmachen? Was ist das für ein Gerät? Ich dachte, ich kenne schon alles, weil ich so alt bin. Nein, ich bin gar nicht so alt. Aber das da kenne ich nicht. Incoming message 301207. You're finished, Russell. I'm gonna bury you for this. I'm gonna bury you. I hope for your sake you don't make it out of there, because I'm gonna take away every single thing you've got to live for. I know this is down to you, you pompous relic. I'm gonna trash your life. End of message. Der Devlin hat gesagt, ich bin am Ende, er wird mich zerstören, er weiß, dass ich da schuld bin und so weiter und so fort. Er will mich fertig machen. Also, das war am 30.2007, das war vorher anscheinend. Incoming message 23906. Okay, Alan, that's it. This has gone quite far enough. I'm sending you a clip of a video that should bring back all those fond memories of Paris in the 1980s. I've had it for quite a while now. Maybe
You'd be amazed at the influence a company such as ours can have just about everywhere that matters. Club Eden is going to happen, Alan, whether you are locked up in there or somewhere else. End of message. Okay. Er meinte irgendwie, ja, das wird funktionieren und super und irgendein Club Eden, also ein Eden-Club wird stattfinden, wird sein, was auch immer das bedeutet. Sarah schreibt mir das. Sarah. Incoming message 13505. Alan, it's Sarah. Generation 8 of the biosynthetics you sent us are violently unstable. Alan, it's broken free from the housing and destroyed every other plant in the room. The only way we could control it was with the fire extinguishers. It seems to be killing to create what it needs. Alan! End of message. Sie haben gesagt, dass die Generation 8 der Pflanze, die sie gezüchtet haben, bösartig ist und alle anderen Pflanzen zerstört hat in diesem Raum. Ausgebrochen und die Pflanze zerstört. Und was auch immer das bedeuten soll, wie so eine Pflanze bösartig sein. Auf jeden Fall haben sie gesagt, der Feuerlöscher kann ihnen das wegnehmen, was sie brauchen. Was immer so ist. Wer ist Mike? Incoming message 24-1207. Look, Mr. Russell, this is ludicrous. I know it sounds crazy, but the men think that you may be holding some of their colleagues. Mr. Russell, I've lost 3 guys somewhere in your biosphere. Crazy or not, you're turning into the bogeyman down here, and we have to put a stop to it. I'm going to give the men a party tonight. Take their mind off things. It would be a very good thing if you could make an appearance. Talk some sense and stop these ridiculous rumors. End of message. Also das dürfte einer von den Arbeitern gewesen sein. Er hat irgendwie gemeint, das klingt zwar vielleicht komisch oder so, aber er hat innerhalb meiner Biosphäre 3 Leute verloren und er findet die nicht mehr. Und er will jetzt, dass das irgendwie aufhört und er gibt irgendwie eine Party, eine Veranstaltung da, wo auch immer. Ich soll da auftauchen und soll das klären. Und damit die Gerüchte auch aufhören. Okay, es sind also 3 Leute hier verloren gegangen. Ich habe keine gesehen bis jetzt. Gut, das waren alle Nachrichten. So, was wissen wir jetzt? Wir wissen, dass es irgendwas gibt. Dass es Pflanzen oder was gibt, die bösartig sind. Waren. Zumindest die ich gezüchtet habe. Dass irgendwelche Leute hier verschwunden sind innerhalb der Biosphäre. Schauen wir mal, was gibt's hier noch? Analytisches Labor. Was ist denn das? Ist das so eine Kondomgeschichte? Nein. Natürlich nicht. So, also ich kann mir hier wieder Medikamente nehmen. Adrenalin, Alex. Nein, ich will es nicht mehr. Okay, ich kann hier mehr verschiedene Sachen rausnehmen, John. Das sind nämlich auch dieselben Medikamente, die ich in meinem Zimmer hatte. So, jetzt untersuchen wir uns mal. Ist hier drauf gestanden, ich soll mal wieder eine Luftuntersuchung machen. Blood Pressure normal. Wir untersuchen mal das Herzrhythmus. Puls normal. Gut. Jetzt untersuchen wir unser Blut. Boah, das muss ich ja wehtun. Testing Blood Sample. No. Nichts dran. Keine Toxine, keine Parasiten. Gesund. Okay, ich bin gesund. Ich glaube, das sollte ich ab und zu mal machen, wenn ich irgendwelche komischen Pflanzen esse oder was. Gibt's hier noch irgendwas anderes? Was ist das? Okay. Bin ich gesund? Analyzing Exhalation Quality Normal. Gut, ich bin voll gesund. Wow, was ist das denn? Bewegungsmelder. Oh. Wann sowas kommt, Bewegungsmelder, dann ist es gefährlich. Soll ich den mitnehmen? Krieg ich jetzt schon Angst. Steck den mal ein.
Click here to turn the main side. Was ist das? Water sample for the rainforest. Wasser vom Regenwald. Sehr gut. Water sample from the rainforest bromeliads. Bromeliads. Ja, das ist das Wasser von diesen Pflanzen, glaube ich. Ne? Da sieht man, okay, da ist irgendwas drin. Sollte ich nicht trinken. Water sample from rainforest upper lake. Achso, vom oben, also aus dem See, nicht trinken, da sind Parasiten drin. Unfit for drinking, nicht geeignet zum Trinken. Die kann ich noch trinken, aber die hier oben eher nicht. Lower Lake, harmless microorganism. Also am unteren Fluss, am unteren See ist es in Ordnung, das Wasser am oberen See nicht. Die Lianen haben super Wasser, da ist gar nichts drin. Was ist das denn? Tissue Sample from Synthate. Das ist eines von dieser Generation 8 Pflanzen, die ich gezüchtet habe. Schaut aber nicht aus wie eine Pflanze. Schaut eher aus wie ein Reptil, wenn ihr mich fragt. Wie so eine Haut. Okay. Was haben wir hier gemacht? Was ist das? Drop food in here to... Aha, ja, hier kann man kochen. Das ist eine Fritteuse quasi. Die schmeißen das rein. Zu. Ja, das ist wirklich eine Fritteuse. Okay, wir frittieren ein bisschen Essen. Aha, und das macht so schönes Geräusch noch dazu. Dann frittieren wir das auch noch. Ich muss es wieder rausnehmen. Yam cooked. Jetzt kann ich es essen. Okay, das ist quasi... Da kann ich so Dinger hier reinschmeißen. Frittieren wir was. Ich kann mir hier was zu essen machen, das ist super. Ich glaube, ich muss sowieso schauen, dass ich abwechslungsreich esse. Mal Eier reinschmeißen? Nein. Guarana? Nein. Gar nichts. Nur das ging reinzuschmeißen, okay. Wir haben jetzt schon ganz schön viele Dinge. Schauen wir jetzt da nochmal an. Aha, das war einfach das Labor. Hydrophonic Growth Chamber. Da kann ich nicht hin. Kein Schlüssel. Okay, das dürfte hier die Züchtungsanlage sein, wo Pflanzen gezüchtet werden. Vermutlich keine netten. Control Room. Okay, eine Kontrollstation. Was ist das? Kassettenplayer. Was ist hier? No one ever learns. No one ever stops to look around them and take in what's there for all to see. Now they're learning. Now they get the first important lesson of their life here. You can't reap what you don't sow, but everyone gets what they ask for. Why on earth should I bail them out again? I've a good mind to let the O2 drop right down to the threshold, right down to the knuckle. I think it's the only way to get their full attention. They have to be shown the consequences of their clumsy ways. They have to understand what matters. Just a little show of nature's force. Something to take their breath away. Okay. Stell so wieder dahin. Warum soll ich es mitnehmen? Es ist sowieso... Also, der hat circa sowas gesagt wie: Niemand will zuhören und die wollen nicht hinhören und ich sollte ihnen irgendwas mal zeigen, wo sie dann endlich auch mal richtig zuhören und richtig hinhören und vielleicht sollte ich sie irgendwo hinbringen. Irgendwas in die Richtung hat er gesagt. Ein seltsamer Mensch. Hat er Aufmerksamkeitsdefizite oder was? Jetzt habe ich das Passwort vom Mail vergessen. Synthesizes oder so. Scientific. Ah, ich hab's vergessen.
Scientific? No. Nein, ich muss das wieder mal nachschauen. Ich habe das nicht mit. Okay, wie auch immer, wir werden uns jetzt mal dahin legen und dann werden wir schlafen. Und von hier aus spielen wir dann nachher nächstes Mal wieder weiter. Wir haben jetzt endlich den Weg in die Anlage gefunden. Wir haben jetzt Möglichkeiten gefunden, uns zu untersuchen. Wir scheinen jetzt komplett gesund zu sein. Es gibt was zu essen, es gibt was zu schlafen, es gibt zu trinken. Wir haben Medikamente hier unten, wir haben jede Menge Sachen noch, die uns quasi hier das Überleben zumindest sichern. Hier ist es warm, weder kalt noch schlecht. Ich muss dann schauen, wie es dem Biotop an sich geht, damit er nicht stirbt, glaube ich. Wir haben das Passwort gefunden für die Anlage, dann können wir jetzt rüberfahren in die Savanne. Ja, dann müssen wir uns dort mal umschauen und schauen, was es dort gibt. Wir haben festgestellt, irgendwie sind Leute hier verschwunden. Andere Leute waren auf uns böse, weil wir uns nicht gemeldet haben. Wir haben uns hier quasi ein bisschen zurückgezogen. Und die ganzen Arbeiter scheinen entweder tot zu sein oder irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall nichts Gutes, was hier passiert ist. Wir müssen jetzt quasi dem hier auf die Schliche kommen. Wir haben noch ein bisschen was zu lesen. Wir haben jede Menge Videos noch, um zu sehen, was passiert ist, aber es scheint, als gäbe es hier irgendwelche Differenzen zwischen uns und irgendwelchen anderen Leuten. Ja, spannend auf jeden Fall. Wir sind, wie ihr hier seht, eigentlich relativ gut erholt. Wir müssen noch ein bisschen was trinken, müssen noch ein bisschen was essen, aber es gibt hier auch zu essen, es gibt zu trinken, wir haben Wasserhahn, es gibt noch jede Menge so Fleischdosen, wenn ich mich hier richtig erinnere, war das Fleisch, was da drin war. Ja, wir sind gut unterwegs und an dieser Stelle speichern wir erstmal. So. Dann bedanke ich mich mal an euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn wir wieder hier weiterspielen in unserer Biosphäre bei dem Spiel Biosys aus dem Jahre 1998. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten und wenn euch das interessiert, wie es hier weitergeht und wenn ihr es auch so spannend findet wie ich, würde es mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet in der nächsten Folge. Wir spielen auch andere Spiele, die Actionreicher sind oder beziehungsweise Simulationen oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das hier jetzt ein Adventure-Spiel. Ich hoffe, ihr findet das interessant. Ich bin, glaube ich, der erste deutsche YouTuber, der das überhaupt streamt. Ich streame auch die ganzen Videos immer auf Twitch und hinterher lade ich sie hoch auf YouTube. Ihr findet immer unterhalb des Videos beziehungsweise auf meinem Kanal dann noch die ganzen Einstellungen, wo ihr mich findet und wie ihr dem Ganzen folgen könnt. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert, wenn ihr das spannend findet. Erzählt es auch weiter. Ein Like oder ein Share in einem sozialen Netzwerk bringt eigentlich relativ viel. Das würde mich freuen. So, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei den anderen Videos und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.